So, wir kommen jetzt zum vorletzten Redner des heutigen Tages. Wir haben schon viele gemeinsame Veranstaltungen absolviert, in Leipzig auf der Straße gestanden, in Enschede, in Amsterdam. Einen herzlichen Applaus für unseren Edwin Wagensveld von Pegida, Niederlande. Danke, Alex. Ja, es geht. Aber laut ist Stimme, das muss gehen. Danke erstmal Markus und Team von Aufbruch Leverkusen, dass ich hier sein dürfte. Ich möchte jedem ein erfolgreiches 2020 wünschen, dass wir wieder einen Schritt Richtung das Zurückholen unserer Länder machen, weil das ist die größte Zeit. Weil nach Jahrzehnten Massenmigration mit kein oder schlechter Integration in All-Inclusive Resort Deutschland gibt es immer mehr Terror, Salafisten, Kinderehen, Ehrenmorde, Burkas, Moscheen, Hassprediger, lebensgefährliche osmanische Hochzeitskursos, Gruppenvergewaltigung, Clankriminalität, Messerstechereien und so fort. Und immer weniger Freiheit. Gibt es immer mehr links- und islambefreite Zonen, da wo der Staat sich fast gar nicht mehr traut, um Recht und Ordnung wiederherzustellen. Tut er es doch, kann er rechnen mit massiver Gewalt, die wir beinahe als Terrorismus bezeichnen können. Wir sehen das in Konnewitz, wir sehen es in Hamburg, wir sehen es in Köln, aber wir sehen es auch in meiner Heimat. Alex hat es auch in Amsterdam miterlebt. Es ist Zeit, dass wir das machen. Die Linke und die Muslime wollten einen neuen vormundschaftlichen Staat unter dem Deckmantel ihrer Ideologie. Die Beschränkungen der Meinungsfreiheit, die gibt es bereits jetzt. Auch wenn die Linke und Muslime sagen, dass es keine Einschränkungen gibt. Weil sie uns doch immer wieder hören oder lesen. Dass aber diejenigen, die sich kritisch äußern, Frau hat es auch vorhin gesagt, nachhinein öfter massive Probleme bekommen auf der Arbeit oder in ihrem Familienkreis. Und wie viele sich jetzt gar nicht trauen, den Mund aufzumachen. Das wollen die nicht sehen, das können die nicht sehen und das wissen die ja tatsächlich nicht. Wir leben noch nicht in einer Diktatur, aber viele Menschen haben Angst. Angst, ihre Meinung zu sagen. Und sowas darf es in einer Demokratie nicht geben. Es ist die Wiederkehr der DDR-Methode, aber nur anders verpackt und deutlich effektiver und weniger sichtbar. Und etwas, was ich für unmöglich gehalten habe, bis ich selber auf die Straße gegangen bin. Es gibt noch keine politischen Gefangenen, aber es ist nur die Frage, wann es sie gibt, weil es dauert nicht lange mehr. Links hat mit seinem Schweigen und durch Religionspolitik gleichzusetzen mit Rassismus und Islamophobie dafür gesorgt, dass jede Diskussion über die Gefahren der Islam unmöglich sind. Und duldet damit gleichzeitig die Drohungen und die Gewalt dieser islamischen Gemeinschaft an jeder, der Kritik übt auf diese barbarische Religion. Eine Gemeinschaft, die selbst aber alles und jeden kritisieren will. Du darfst in der EU gegen den Kommunismus sein. Du darfst gegen den Nationalismus sein. Bist du aber gegen den Islam, dann bist du ein Islamophob. Und ja, ich bin gerne ein Islamophob und eigentlich sollte das jeder sein. Weil jeder sollte gegen sinnlose Gewalt, Unterdrückung und Terror sein. Aber nichts ist passiert trotz vieler Ankündigungen an das Beenden dieser Jahrzehnte Massenintegration. Und es wäre doch so einfach etwas zu ändern. Weil wir hören immer, dass diese Asylbewerber alles außer ihr Telefon verloren haben. Das ist ein großer Blödsinn. Die haben einen ganzen Koffer voll mit Rechten, wenn sie in All-Inclusive-Resort Deutschland ankommen. Das Recht auf einen Asylantrag, das Recht auf Unterkunft, das Recht auf Sprachkurse, das Recht auf Sozialleistungen und. Rechte musst du verdienen, nicht geschenkt bekommen. Wie viele werden noch daherkommen, wenn es keine Rechte, aber nur noch Pflichten gibt? Und jeder, der mich kennt oder meine Wege verfolgt, sieht, dass der Staat alles tut, um mich an meine Arbeit zu hindern.
In den letzten Jahren wie in den Jahren davor werden wir 10 Mal verhaftet, davon einige filmreif, mehrfache Hausdurchsuchungen, massenale Anzeigen wegen Volksverhetzung, Beleidigung einer Religion und so weiter. Natürlich alles eingestellt. 2-mal bei der Einreise in Großbritannien festgenommen, nach Verhör sogar wie ein Terrorist auf schnellstmögliche Weise wieder des Landes verwiesen. Ein Scheich hat gegen mich ein Fatwa ausgesprochen. Geschäftlich hat man versucht, mich kaputt zu machen. Konnte mich im Juni gerade noch eine Meute bis 30 bis 50 Muslime nach 2 Faustschlägen von hinten entreißen und durch die Polizei mit Blaulicht in Sicherheit gebracht werden. Musste mehrere Demos wegen schwerer Gewaltausschreitungen durch Gegendemonstranten abbrechen. Und was sagt dann ein Großteil der Politik und die Medien? Wir brauchen mehr Geld gegen rechts. Und auch von der katholischen Kirche als Institution, die in der Vergangenheit in Europa den Kampf gegen den Islam vereint hat, bekommen wir diesmal keine Unterstützung. Trotz dass der Katholizismus sich in Niederlande befindet, arrangiert sich diese Kirche diesmal mit dem Feind Islam, um selbst zu überleben, auch wenn vielleicht nur in einem geschwächten Zustand. Von Medien können wir auch nur wenig Hilfe erwarten. Die fahren lieber eine Hetze gegen alles, was rechts ist, dann uns zu informieren über die Gefahr und die Nebenwirkungen von Migration und Islamismus. Und dass es die gibt, das wissen wir doch alle, warum so viele Maßnahmen nach 2001 genommen sind. Und Sie sehen das auch an alle Änderungen in unserer Gesellschaft. Betonpölle bei Flughafen, Weihnachtsmärkte, Konsulate und so weiter. Und immer mehr Überwachung von Telefon, Bank- und Internetdaten und damit einen großen Verlust unserer Privatsphäre. Aber schlimmer noch finde ich die enormen gesellschaftlichen Probleme. Links, Gutmenschen oder die Feministinnen geraten in ein Spagat mit ihrer Vergangenheit und erwarben Rechte und Freiheit. Sie umarmen die Idee Religionsfreiheit ihrer Freunde. Zumindest sie denken, dass die Muslime ihre Freunde sind. Sie vollständig mit Tücher Gesichtsbekleidung zu bedecken ist Freiheit. Halal essen ist cool. Weibliche Beschneidung ist Kultur. Weibliche Unterdrückung ist Freiheit. Aber hänge keine Kunstobjekte auf, wo Nacktheit zu sehen ist, weil das könnte beleidigend sein. Homos sollten nicht mehr Hand in Hand laufen, weil dies könnte beleidigend sein. Frauen sollten lieber keine kurzen Rocke tragen, weil dies könnte beleidigend sein. Mache keine Karikatur. Ich hoffe, dass der Integrationsbeauftragte heute von Leverkusen nicht da ist, da hatte letztes Mal ein Problem damit. Mache bitte keine Karikatur von Kinderfinger Mohammed Prophet, weil dies könnte beleidigend sein. Und in der Kantine essen dauernd der Ramadan im Beisein deiner muslimischen Arbeitskollegen, das könnte beleidigend sein. Links vergisst, dass Muslime keine Opfer sind, aber Opfer machen. Träume weiter links. Du gibst alles auf, wovor die Menschen gekämpft haben. Die Erleuchtung und Zivilisation, die diesen Menschen im freien Westen aufgebaut haben. Nur weil Religionsfanatiker sagen, gib mir Recht, oder ich schnappe mich einen Kalashnikov. Der Islam bedient sich der Teilung als Religion und in friedliche, aufgeklärte Gesellschaften etablierte Toleranz und Religionsfreiheit, um das perfekte System bei völliger Kontrolle seiner Anhänger auf der ganzen Welt zu verbreiten. Und es gibt bereits mehr wie 1,7 Milliarden Muslime auf der ganzen Welt. Es gibt in der Tat verschiedene islamische Strömungen, aber sie basieren sich alle auf den gleichen Koran. Der Terror kommt aus den Herzen der Islam und das ist der Koran. Der Koran ist eigentlich ein Handbuch vor dem Krieg gegen Ungläubige. Und dies sollten wir als Erste verbieten. Und natürlich unterstütze ich das Vorhaben von Aufbruch Leverkusen, um den Neubau der islamistischen Kasernen, wie hier auch in Mannfort, zu verhindern. Ich war das letzte Mal schon da und es hat auch Spaß gemacht. Ein Gebäude, wo die Leute die Eroberungstechnik der Islam erzählt bekommen. Vom Spatenstich bis zum Herrschaft im Kanzelviertel dauert es oft nur wenige Jahre. Ich kenne das in meiner Heimat. Es gibt Kanzelviertel, wo du dich nicht mehr traust. Das hat nichts mit dem Islam zu tun, ist die größte Irreführung dieses Jahrhunderts. Ja. Genau wie das Märchen vom friedlichen Islam. Das gibt es auch nicht. Viele dachten nach dem Anschlag bei Charlie Hebdo, die Wende würde jetzt anfangen.
Ein Angriff im Herzen des freien Wortes und gegen die freie Presse. Was wir bekamen, war ein Hashtag Je suis Charlie. Ein Theaterstück Aufbruch von Regierungschefs in eine abgesperrte Straße von Paris vors Fernsehen. Weiter nichts. Und auch in den folgenden Jahren wurden uns entsetzend oft mit Bilder von Anschlägen oder des Kalifats getrotzt. Aber egal wie viele Je suis Hashtags oder Flaggen wir hissen, in den Massenmedien, in der Politik passierte nichts, das führen würde zum Beenden dieses Krieg gegen den Islam. Es gab nämlich immer wieder Ausreden. Ja, aber Religionsfreiheit. Ja, aber es ist nur eine kleine Minderheit. Ja, aber es gibt auch gute Muslime, weil mein Nachbar. Ja, aber der Islam ist Frieden. Ja, aber es gibt auch extrem rechts. Ja, ja, und mittlerweile haben wir mehr wie die Hälfte der Deutschen und mehr wie 60% der Holländer Angst vor dieser Religion. Gab es nach 9/11 mittlerweile mehr wie 31.000 Anschläge mit mindestens 146.000 unschuldige Toten. Trauen sich Frauen, Juden, Homosexuelle in islamisierte Vierteln nicht mehr allein auf der Straße. Passen Menschen ihre Kleidung und ihr Benehmen an aus Angst. Trauen Komiker sich nicht mal mehr Witze über Muslime oder den Islam zu machen. Und daher sollten wir ehrlich sein, nur politisch schaffen wir es nicht mehr. Diesen Kampf müssen wir daher gemeinsam führen. Es ist ein europäischer Kampf, ein Kampf für den Erhalt unserer Identität, Kultur und Zivilisation. Deshalb müssen wir zusammen Politiker, wie Sie auch gesagt haben, ohne Distanzierung, Politiker, Aktivisten, Bürgerliche und auch unsere sportlichen Hools von Hockey und desto weiter, auch alle brauchen wir, um zusammen, was zusammengehört, wieder beieinander zu passen und was hier nicht in diesem Lande heute wieder rauszutreten und so schnell wie möglich. Was wir aber nicht brauchen, sind Narzissten, die nur mit sich beschäftigt sind. Die schaden nur die Sache und verkleinern die Chance auf Erfolg. Nur Leute, die es für die Sache tun, sind wir wert, um mit zusammenzukämpfen. Es ist eine Schande, wie mit unseren Ländern umgegangen wird, dass unsere Eltern und Großeltern mit harter Arbeit aufgebaut haben. Lassen wir daher positiv in das neue Jahr schauen. Wir haben nämlich nichts mehr zu verlieren. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, aber wir haben vor allem eine gemeinsame Zukunft. Dankeschön.